Hier auf diesem Kanal dreht sich alles um das Thema Fuß, wie man sie schön hält, was man machen kann, wenn es schmerzt. Interessiert dich das ebenso? Klick jetzt unbedingt auf den Abonnier-Button, drück auch auf die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Hallo und herzlich willkommen bei Podologie und mehr. Das Thema Hornhaut beschäftigt ja jeden von uns. Jeder kennt es, wenn irgendwo Hornhaut zu viel ist, fängt es zu drücken an. Was macht man jetzt mit dieser Hornhaut? Hornhaut ist eine Keratose. Es sind Korneozyten, die sich ansammeln und nicht abschuppen. Es ist also totes Hautzellmaterial. Die Hornhaut dient unserem Körper als Schutz bei zu viel beanspruchter Haut. Hornhaut ist so ein Überbegriff, den was jeder sagt, wenn er so Schwielen oder Druckstellen oder Risse in den Fersen meint. Auch Hühneraugen bestehen nur aus Hornhaut. Normalerweise ist es nicht notwendig, Hornhaut abzutragen. Es sei denn, es beginnt zu schmerzen oder zu brennen oder verursacht sonst irgendwelche unangenehmen Probleme. Die übermäßige Verdickung der Hornhaut heißt Hyperkeratose, Kallositas oder Schwiele. Die Risse in den Fersen nennt man Ragaden oder Fissuren oder einfach Risse in der Ferse. Hühneraugen heißen Clavus in den verschiedensten Ausführungen, vom Clavus mollis, dem weichen Hühnerauge, bis Clavus durus, dem harten Hühnerauge. Es gibt auch Hühneraugen, die sehr schmerzhaft sind, die mit Nerven durchzogen sind, mit Blutgefäßen durchzogen sind. Also da gibt es einige Varianten davon. Manchmal kann es auch sein, dass unangenehmer Geruch von der Hornhaut ausgeht. Das ist meistens beim Schweißfuß so, da die Bakterien sich auf und manchmal in der Hornhaut auch befinden und durch die Zersetzung des Schweißes quasi diesen unangenehmen Geruch verursachen. Es gibt ja nicht nur auf der Fußsohle die Hornhaut, es gibt sie auch auf den Händen, auf den Ellbogen und es gibt auch im Auge Hornhaut. Aber die meinen wir jetzt nicht im Video. Also hier geht es jetzt wirklich nur um die Hornhaut auf den Füßen. Hornhaut kann sehr schnell wachsen, innerhalb von wenigen Tagen. Das liegt daran, dass sich unsere Haut alle 28 bis 30 Tage erneuert und immer wieder Hornschichten dazukommen und nicht abschuppen können. Es gibt auch Menschen, die haben gar keine Hornhaut, die haben so richtig schöne, weiche Babyfüßchen. Ob man die Hornhaut entfernen soll oder nicht, das hängt vom Patienten ab. Man kann es jetzt aus kosmetischer Sicht her entfernen, wenn die Fersen halt nicht so schön aussehen oder wirklich, wenn es medizinisch notwendig ist, wenn die Hornhaut schon sehr große Schmerzen verursacht, Druckstellen oder eben diese Risse in der Ferse. Obwohl diese Risse in der Ferse, diese Ragaden, kann man auch auf der gesamten Fußsohle haben. In der Podologie wird die Hornhaut mit dem Skalpell abgetragen. Es bedarf einiges an Übung, um verletzungsfrei zu arbeiten. Wie viel von der Hornhaut abgetragen werden muss, hängt davon ab, wie die Hornhaut beschaffen ist. Wenn jetzt Einblutungen darunter sind, muss man halt tiefer gehen als normal, weil man muss ja gucken, ob unter der Hornhaut ein Ulkus sich befindet, also ein Geschwür, oder ob sich da Blut angesammelt hat, das was einfach da nicht hingehört. Ich lasse immer eine gesunde Schicht an Hornhaut stehen, weil der Körper hat ja die Hornhaut als Schutzfunktion und damit, dass man ihm nicht gleich die ganze Schutzfunktion wieder wegnimmt, lasse ich immer eine Schicht stehen. Wenn man zu viel Hornhaut abträgt, beginnt die Haut zu nässen und der Patient hat die folgenden Tage ein Brennen oder sogar Schmerzen. Da hilft dann wirklich nur mehr cremen und das nächste Mal dem Behandler sagen, das war einfach zu viel. Wenn man mit dem Skalpell arbeitet, kriegt man das ja nie so ganz glatt hin. Also bei mir ist es zumindest so. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das könnt, komplett glatt das machen mit dem Skalpell. Ich fräse dann hinterher einmal noch kurz drüber mit dem Diamantfräser, damit die Haut dann hinterher schön glatt ist und auch der Patient ein schönes Gefühl hat. Verhindern kann man die Hornhautbildung nicht wirklich. Da es ja eine Schutzreaktion der Haut ist, kann man jetzt nur gucken, dass man die Hornhaut, wenn man denn zu viel Hornhaut hat, geschmeidig hält. Das mit Cremen, am besten 2-mal täglich, mit einer Fußcreme oder einem Fußschaum nach eurer Wahl. In der Podologie sind wir mit vielen Hornhauttypen konfrontiert. Wie zum Beispiel ablösende Haut ohne irgendwelche Anzeichen,
sehr harte und krustenähnliche Hornhaut, Hornhaut wie Stein, die ist dann wirklich wie Stein, da kommt man nicht mal mit dem Skalpell rein, die muss man dann fräsen. Aufgeweichter Hornhaut beim Schweißfuß, speckiger Hornhaut, weiche Hornhaut, Hornhaut durch Erkrankungen wie Psoriasis, Ichthyosis oder Neurodermitis oder einfach nur sehr trockene Haut. Oder auch Pilzerkrankungen können Hornhaut verursachen. Wenn die Hornhaut jetzt nicht so flächendeckend fest ist, sondern so eine Mischung aus speckiger Hornhaut und fester Hornhaut, muss man sehr darauf achten, dass man den Patienten nicht reinschneidet, weil an den festeren Stellen gibt man ja mehr Druck drauf, also an den speckigeren Stellen. Und deswegen muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig arbeiten, damit dass man eben den Patienten nicht verletzt. Hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und klickt auch unbedingt auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr von mir verpasst. Hier geht's gleich weiter zu den nächsten spannenden Themen rund um die Füße. Bis zum nächsten Video, eure Andrea, tschüss!